Ich bin's, euer Jürgen aus der Bastelgarage. Seid mir herzlich willkommen. In diesem Video machen wir mal weiter hier an meiner Wand. Hier hatte ich ja die French Cleat Wand, die ausziehbar ist. Da gibt es ja das andere Video drüber. Und jetzt geht es hier unten drum. Ich zeige das mal kurz hier oben. Und zwar dieses Teil hier, da habe ich bis jetzt meine Oberfräse drin eingebaut gehabt. Aber wegen den beengten Platzverhältnissen musste ich die rausbauen und habe die in meine Tischkreissäge eingebaut. Jetzt möchte ich hier oben drauf das Ganze hier abdecken. Und zwar hatte ich zum Beispiel hier in diesen Führungen hier drin solche T-Nut-Leisten. Hier war die Oberfräse drin, das habe ich jetzt zugemacht. Da will ich nachher die Schrauben wieder rausnehmen und das Brett einfach lose da reinlegen. Aber ich möchte jetzt hier oben drauf diese Bretter legen. Und zwar sind das Buche-Leimholzplatten, die werde ich hier noch miteinander verbinden. Hier vorne, das lasse ich überstehen, das kommt dann im nächsten Video, warum ich das überstehen lasse, erkläre ich euch dann. Und hier vorne rein möchte ich jetzt eine Vorderzange bauen. Also das heißt einen Schraubstock, und zwar so, wie ich schon mal einen gebaut habe. Und zwar diesen hier. Das habe ich mir mal selbst gebaut, inklusive hier oben drauf dieser Lochplatte. Allerdings soll der jetzt nicht hier nach vorne funktionieren, sondern hier an der anderen Seite meiner Werkbank. Meine Werkbank geht über Eck hinten rüber, hier hin. Und zwar möchte ich hier das drehen, dass ich hier etwas einspannen kann. Das heißt also, dass ich hier ein Brett reinlegen kann und das wird dann festgeklemmt und gedreht wird das Ganze hier von der Seite aus. Zunächst möchte ich die beiden Platten hier mit der Dübelfräse, und zwar mit 20er Lamellos, verbinden. Dazu richte ich mir das Ganze ein bisschen aus, dass die Kanten hier stimmen. So. Und mache jetzt hier im Abstand von 20 cm auf beide Platten jeweils einen Strich. Und zusätzlich werde ich hier an den Ecken jeweils direkt die Fräse an die Ecke setzen und rechts und links noch einen Dübel setzen. Das sind die 20er Lamellos, die kommen jetzt hier mal so probeweise rein. Dann einmal probeweise das nächste Brett da dran. Ja, das ist doch schön, das passt doch ganz genau. Jetzt nehmen wir das Ganze wieder auseinander, leimen es zusammen und machen es mit Schraubzwingen fest, damit es trocknen kann. Da meine normalen Schraubzwingen zu kurz sind, verbinde ich die miteinander. Und drücke das Ganze schön zusammen. Für die Kurbelkonstruktion wollte ich mir diesen Wagenheber eigentlich auseinanderbauen. Und zwar hat der diese Stange hier in diesen Halterungen drin. Die Halterungen wollte ich mir ausbauen. Da kann man das mal sehen. Und die dann benutzen, um dieses Drehteil halt hier, um das einzubauen. Dann ist mir aber eingefallen, meine alte Werkbank, und zwar hier die von Black & Decker, die ist mir kaputt gegangen. Und diese Teile hier, das sind die Kurbeln, die normalerweise das Ganze hin und her fahren lassen. Und dann habe ich mir gedacht, die habe ich mir ausgebaut und aufbewahrt. Manchmal ist das wirklich gut, wenn man so etwas aufbewahrt. Und da habe ich gedacht, oh, das ist optimal. Das ist genau das, was du brauchst. Und das bauen wir jetzt hier in den Tisch rein. Hier an der Seite kommt die Kurbel, dann kann man das hier, das sind 150 mm Weg, den das Ganze zusammenhalten kann. Und hier in diese Halterungen
Die Halterungen sollen hier so festgemacht werden. Also hier mittendrin sollen die oben drauf festgeschraubt werden, eine Vertiefung mit der Fräse. Und dieses Teil läuft dann hin und her. Jetzt ist natürlich hier die Kurbel kaputt. Und das werden wir dann durch einen Eigenbau ersetzen. Zunächst einmal habe ich mir hier unten diesen Balken gemessen. Und das ist ja, etwas mehr als 5,5 cm. Das setze ich mal hier, sagen wir mal 6 cm vom Rand weg. So. Lasse das hier vorne bündig abschließen. Und werde mir hier mal einen Strich machen auf der Vorder- und auf der Rückseite. So, hier ist das Ende. Da kommt dann noch ein Querstrich hin. Der Bleistiftstrich auf dem schwarzer Bleistiftstrich auf dunkelbraunem Untergrund kann man unheimlich schlecht sehen. Deshalb habe ich mir jetzt das Klebeband hier hingeklebt und das schneiden wir jetzt mit der Stichsäge mal aus. Das ist richtig schön geworden, der Ausschnitt. Das setzen wir jetzt tatsächlich einfach mal hier rein. Die Seite soll festgeschraubt werden, während diese hier sich ja hin und her bewegt. So, und jetzt kommt ja hier die Arbeitsplatte drauf. Aber dann steht das Ganze natürlich über. Deshalb möchte ich das Ganze jetzt mit der Oberfräse hier rechts und links einfräsen. Und dazu mache ich mir jetzt hier mal einen Strich, etwas größer, ein paar Millimeter, ist mir immer lieber, dass da ein bisschen Luft ist. So, damit ich mich auch nicht vertue. Dann habe ich jetzt die Frästiefe hier eingestellt. Das hier ist mein neuer Fräsanschlag, den habe ich mir gegönnt, um endlich mal richtige Anschläge machen zu können. Das schieben wir mal hier rein. So, das habe ich jetzt grob eingestellt. Jetzt schaue ich noch mal genau nach, ob das auch tatsächlich, ich bin 1 Millimeter drüber. Das kann man jetzt hier hinten. Da kann man jetzt hier hinten das Ganze etwas einstellen, ein paar Millimeter verdrehen. So, das passt Millimeter genau, passt das hier drauf. So, dann fräsen wir das Ganze mal. Dann schieben wir das Ganze jetzt hier rüber. Und fräsen auch das hier. Ja, prima. Das passt doch ganz genau. Hier habe ich jetzt mal rechts und links 2 Schrauben provisorisch reingemacht. Also das Ganze dreht sich dann hier so schön zusammen. Jetzt müssen natürlich diese Bench-Docks, beziehungsweise ich habe ja auch diese Teile mir hier mal gemacht, die müssen ja hier rein. Hier, eins hier zum Halten und das andere, was halt näher rankommt. So jetzt, ja. So, deshalb muss ich hier dieses Innenleben, das muss ich ausfüllen. Ich habe mir jetzt hier 2 Klötze geschnitten und ein schmales Teil. Das kommt hier unten rein. Und das kommt oben drauf. Und damit schließt das genau mit der Oberfläche ab. Hier kommt ja nachher noch die Platte drauf. Hier in diesem Teil befindet sich hier unten eine Mutter. Die hat 20 mm Durchmesser. Und da kommt als erstes dieses dünne Holz rein. Und da schneide ich jetzt mal ein Loch rein, damit das rechts und links drüber geht. Zur Befestigung bohre ich jetzt hier Löcher rein.
und setzen hier Schrauben rein. Und auf der anderen Seite genauso. Was ich jetzt brauche, ist die Mitte. Und zwar, damit ich später, wenn die Platte hier drauf ist, muss ich das ja anzeichnen können. Die Mitte ist jetzt hier. Da ziehe ich mir jetzt hier einen Strich rüber. Und auch hier vorne an der Vorderkante. So. Dann muss ich mir nachher hier das Maß nehmen. Das sind 8 cm von der Kante. Damit ich nachher, wenn die Platte da drauf liegt, brauche ich halt hier nur 8 cm und an diesem Strich, den ich mir hier gemacht habe, entlang zu gehen. Dann weiß ich genau, da ist die Mitte, da muss ich bohren. Dann drehen wir das Ganze hier bis zum Anschlag. So, hier habe ich mir auch die Mitte eingezeichnet, holen wir die genauso hier rüber. Dann schrauben wir dieses hintere Teil einmal fest. So, und können das bequem hier hin und her kurbeln. Jetzt muss ich mir nur die einzelnen Maße noch merken. Wie gesagt, das hier ist 8 cm. Ja, und das ist von hier aus 4 cm. Kurbeln wir das Ganze bis hier zum Schluss. Ich habe die Platte jetzt mal hier drauf gelegt. Und jetzt muss ich halt hier einen Ausschnitt reinmachen. Und da hatte ich mir eben hier die Maße aufgeschrieben. Jetzt soll ja dieser Stab hier hin und her geschoben werden können. Das heißt, ich muss mir hier einen Ausschnitt machen. Der Stab ist 20 mm dick, beziehungsweise ich habe 20 mm Löcher. Das hier ist ein Forstnerbohrer, der ist 20 mm. Da das hier sich aber bewegen soll, ist mir das ein bisschen eng. Deshalb habe ich jetzt hier einen 22 mm Bohrer. Dann habe ich rechts und links einen Zentimeter Platz. Dann kann das schön hin und her fahren. Bohren wir erst die Löcher. Jetzt verbinden wir die beiden Löcher und schneiden die mit der Stichsäge aus. Und hier drin kann jetzt der 20 mm Stab schön hin und her rutschen. Das sieht ja schon mal richtig gut aus, allerdings ist die Kante hier richtig scharf, deshalb machen wir das mit der Kantenfräse schön rund. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch mal irgendwann ein Video hier drüber drehen, weil die Maschine ist wirklich absolut top. Sehr schön. Jetzt werden wir hier hinten das Loch reinbohren, und zwar mit einem 20er Forstnerbohrer für diese Bandstocks da reinzubekommen. Das ist jetzt ein Benchstock und der passt jetzt optimal hier rein. Den habe ich auch hier angeschrägt, damit, wenn ich eine Platte habe, damit das hier auch genau gerade davor liegt. Jetzt bohren wir noch hier ein Loch rein und setzen da auch einen rein. Das ist der zweite Benchstock, den ich mir gemacht habe. Der kommt hier rein. Brett hier zwischengeklemmt, hier festgeschraubt. Und dann ist das Ganze fest. Und man kann das bearbeiten, so wie man möchte. Oder aber man geht hin, ganz hier rüber, dreht das um. Wenn man längere Bretter hat, nimmt man halt das als Anschlag. Hier möchte ich noch eine Reihe mit auch Löchern reinbohren. Und dann kommt dieser Benchstock halt hier unten hin. Und das Brett wird hier dazwischen geklemmt und dann kann man das genauso gut bearbeiten. Damit ich jetzt weitere Bandstocks hier reinbekomme, muss ich mir Löcher bohren. Da gehe ich hier von der Mitte aus und mache alle 10 cm
einen Strich, wo ich dann bohren kann. So, das Mittelmaß habe ich mir hier mit dem Streichmaß geholt. Also die Platte habe ich jetzt ausgerichtet, die liegt genau exakt so darauf, wie sie drauf kommen soll. Dieser Überstand hier vorne, das klären wir nächste Woche ab. Und jetzt bohre ich halt hier mit dem Forstner Bohrer die einzelnen Löcher zumindest mal in dieser Reihe auf. Ich weiß nicht, ob ich noch dahinter welche machen werde. Mir geht es ja hier eigentlich nur darum, um ein Brett mal kurzfristig festmachen zu können. Wenn ich jetzt das Brett hier einklemmen kann, dann kann ich das hier zwischen rein machen. Ich kann aber auch den Bendstock rausnehmen, klemme den hier hinten hin. So, nehme ein längeres Brett, kurbel das hier zu. Und das Ganze ist fest und ich kann das dann bearbeiten, so wie ich möchte. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr nächste Woche. Und zwar müssen wir ja hier diesen Griff neu bauen. Und ich habe das Ganze jetzt nur mal mit Schraubzwingen festgeklemmt. Das ist noch nicht verschraubt. Das wird von unten drunter verschraubt. Wie gesagt, wofür diese überstehende Kante hier ist, alles das erfahrt ihr nächste Woche. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Gruß, euer Jürgen.